Johannes Gutenberg schlägt an. Seine Erfindung des Buchdrucks ist die wichtigste des Jahrtausends. Buchmesse in Frankfurt am Main. Diesen größten Büchermarkt der Welt gäbe es nicht ohne Gutenbergs Erfindung. Was denken Menschen, die von Büchern leben, über Gutenberg? Nur ohne ihn gäbe es uns Schriftsteller in der Form nicht, in der wir heute noch tätig sind. Er hatte dieses Privileg der wenigen, die schreiben konnten. Es war ja auf die Mönchskanzleien, auf die Klöster reduziert, auf die bestellten Stadtschreiber. Die Geschichte wurde von den Siegern geschrieben, von den Herrschenden. Das war auf einen ganz kleinen Kreis beschränkt. Ohnehin die Zahl derjenigen, die lesen konnten überhaupt. Und durch die Erfindung des Buchdrucks begann diese frühe Demokratisierung. Ja, die Bedeutung ist überhaupt nicht abzuschätzen. Gutenberg hat mit seiner Erfindung die Kultur revolutioniert. Und ich als Deutscher bin nebenbei bemerkt sehr froh, dass das auch ein Beispiel friedlicher Revolution war. Ohne Gutenberg wäre zum Beispiel die Reformation überhaupt nicht zu denken. Und ohne Gutenberg wäre das Verbreiten von Wissen und Information, das so wichtig ist, überhaupt nicht denkbar. Hier findet man neue Bücher über ihn. Rechtzeitig zum Jubiläum, denn wahrscheinlich ist er vor genau 600 Jahren geboren worden. Sicher ist dies aber nicht. Sicher ist, er hat im 15. Jahrhundert gelebt. Eine Zeit, die neuen Ideen nicht immer aufgeschlossen war. Zu dieser Zeit lodern noch die Scheiterhaufen. Was gedacht werden darf, bestimmt weitgehend die allein selig machende katholische Kirche. Andersdenkende werden oft verfolgt, unter Folter der Inquisition ausgesetzt. Nach ihrem Geständnis werden sie als Hexen und Ketzer verbrannt. Regelmäßiger Besuch der Messe bestimmt den Alltag. In den Kirchen erzählen die bunten Glasfenster Geschichten, die von der Kirche für wichtig gehalten werden, meist Geschichten aus der Bibel. Außer Priestern, Mönchen und Gelehrten kann kaum jemand lesen. Für das Volk sind diese Fenster der Ersatz für Bücher. Wie Gutenberg ausgesehen hat, weiß man nicht. Im Mittelalter war der Einzelne nicht wichtig. Wichtig war allein das Werk, die Leistung. So macht sich jede Zeit ihr eigenes Bild von dem Erfinder. Nach dem heutigen Stand der Forschung könnte unser Bild von Gutenberg etwa so aussehen. Johannes wächst auf in Mainz, in der Nähe des mächtigen Doms. Mainz ist eine reiche Handelsstadt. Der Vater, Friedel Gänsfleisch, ist ein wohlhabender Kaufmann und Patrizier. Seine Mutter ist Tochter eines Krämers. Eigentlich heißt Gutenberg also Johannes Gänsfleisch. Das Wappen seiner Familie, ein bettelnder Pilger, Symbol des Mittelalters für ein christliches Leben. So wird Johannes erzogen. Vom Vater erbt er sein Geburtshaus, den Hof zum Gutenberg. Nach ihm nennt er sich später Johannes zum Gutenberg. Das damalige Mainz ist geprägt von 40 Kirchen, deren Läuten den Tagesablauf regelt. Mainz ist Sitz des Kurfürsten, der höchsten kirchlichen und weltlichen Macht im Deutschen Reich. 6000 Menschen leben in der Stadt, meist in Höfen mit Ställen für die Viehhaltung. Johannes streift durch die Stadt, vorbei an den niedrigen, windschiefen Häusern. Statt Hausnummern haben sie in Stein gehauene Zeichen. Daraus konnte man sehen, wer dort wohnte und welches Handwerk ausgeübt wurde. Die Häuser und Höfe stehen offen, denn jeder kennt jeden in der Stadt. Er kommt dort vorbei an den Ziehbrunnen, aus denen täglich das Wasser geholt werden muss.
Eine Kanalisation gibt es noch nicht. Mit seinen hohen Holzpantinen hat er keine Probleme in den teils stark verdreckten Gassen. Hinterlassenschaft der Kuh- und Schafherden, die zur Weide durch die Stadt getrieben werden. Er wird magisch angezogen von den Häusern der Goldschmiede, der Münz- und Metallstempelmacher. In Mainz arbeiten die Besten des Reiches. Vielleicht entsteht hier der Berufswunsch Gutenbergs, der Traum eines Jungen, Metall zu schmieden. Zunächst aber muss er zur Schule. Wichtig zur damaligen Zeit ist es, Latein zu können, denn das ist die Sprache der Gebildeten. Sein Vater hat gute Beziehungen zum Stift St. Viktor. Johannes wird dort aufgenommen. Am Rhein entlang geht er jeden Tag 5 Kilometer zu seiner Klosterschule, außerhalb der Mauern von Mainz. Damals ist Mainz umgeben von viel Wald. Auch das Wasser des Rheins ist noch sauber und die Luft ist so gesund, dass sie in alten Chroniken gepriesen wird. Rundherum eine glückliche und geborgene Kindheit. Da trifft die Familie Gensfleisch ein harter Schlag. Sie muss Mainz verlassen. Schuld daran sind die immer mächtiger gewordenen Handwerker, die sich in Zünften zusammengeschlossen haben. Sie verlangen, dass Patrizier wie Gutenbergs Vater gleiche Steuern wie sie selbst zahlen sollen. Der Kurfürst steht auf Seiten der Zünfte. So bleibt den Patriziern nur zu zahlen oder auszuwandern. Gutenberg ist 11 Jahre alt. Damals zerfällt Deutschland in viele kleine und kleinste Gebiete, Herzogtümer, freie Städte und Grafschaften. Konflikte wie der in Mainz bleiben auf die Stadt beschränkt. So braucht die Familie Gensfleisch nicht weit zu reisen, um wieder in Sicherheit zu sein. Allerdings wird all ihr Besitz in Mainz, vor allem der schöne Gutenberghof, beschlagnahmt. ...20 Kilometer stromab von Mainz liegt das kleine Dorf Alter-Wieler, das heutige Weinstädtchen Eltville im Rheingau. Sie ziehen sich zurück auf das Anwesen von Gutenbergs Mutter. Bis heute ist es als die Gensfleischhäuser erhalten geblieben. In Eltville geht Gutenberg auf die Lateinschule. Und dann auf die Universität in Erfurt. Wichtige Universitätsstadt und zum Mainzer Bistum gehörig. Im Wintersemester 1419 studiert hier ein Johannes der Alter-Wieler. Dies könnte Johannes Gutenberg sein. Gutenberg konnte er sich damals nicht mehr nennen, daher nannte er sich nach der Stadt, aus der er kam. Alter-Wieler, Eltville. An der Erfurter Universität wurden damals die 7 freien Künste unterrichtet. Darunter waren Latein, Mathematik und Astronomie. Der Hörsaal war ein kahler, nur mit Bänken ausgestatteter Raum. Der Vorlesende stand oder saß auf der Kanzel. Fragen waren unerwünscht, sie galten als Zeichen des Zweifels. Die Lehren der Kirchenväter und des Philosophen Aristoteles galten als unantastbar. Viele Studenten verdienen sich Geld durch Abschreiben der wichtigsten Lehrbücher. Dies geschieht in einem Skriptorium, einer Schreibwerkstatt, geleitet von Mönchen. Auch Gutenberg könnte durch eine solche Schreibwerkstatt in Berührung mit der Schreibkunst der Kalligraphie gekommen sein. Wichtig war Gutenberg jedenfalls später, möglichst so schön zu drucken, wie von Hand geschrieben wurde. Vermutlich geht Gutenberg danach wieder zurück nach Mainz. Der Streit zwischen Zünften und Patriziern ist beigelegt. Die Eltern haben ihr Eigentum zurückerhalten. Mit auf dem Gutenberghof leben 2 Münzmacher.
Von ihnen kann Gutenberg verschiedene handwerkliche Techniken gelernt haben. Es wird angenommen, dass er in Mainz einen Mann trifft, der sich früher als er mit der Frage beschäftigt, wie man Texte vervielfältigt. Es ist Nikolaus von Cus, lateinisch Cusanus. Er ist fast gleich alt wie Johannes Gutenberg. Seine Laufbahn beginnt in Mainz als Rechtsanwalt und endet mit der Kardinalswürde in Rom.